Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Das Osterfest macht uns jedes Jahr deutlich, dass unser Gott ein Gott des Lebens ist. Wir glauben an einen Gott, der durch seinen Tod am Kreuz das Leben neu geschaffen hat. Der Stein ist weg, das Grab ist leer. Das war die Erfahrung von Maria Magdalena und den ersten Jüngern am Ostermorgen. Sie sahen und glaubten. Möge es uns an diesem Osterfest genauso ergehen wie den Jüngern, die sahen und glaubten. Mögen auch uns die Augen aufgehen und der Glaube an das Leben wachsen. Wir beten für das in dieser Messe feiern. Bevor wir das Gedächtnis des Herrn begehen, wollen wir uns besinnen und bekennen, dass wir sündige Menschen sind. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest deiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Brüder und Schwestern, ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte, denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. In dieses feierliche, österliche Halleluja hinein darf ich auch einen herzlichen Osterwunsch euch allen sagen. 800 Jahre Diözese Graz-Seckau wird heuer gefeiert. 800 Jahre hindurch dieses Ostergeheimnis von Tod und Auferstehung. Und natürlich bei so einem großen Jubiläum werden auch die besten Kräfte gesammelt und wir freuen uns, dass auch unser Kirchenchor dabei sein wird bei diesem Festjubiläum. Und schon jetzt hat die Diözese Zeichen gesetzt, dass die Chorleiter, auch uns, der Herr Professor Steinwender, inzwischen hat er sich umgezogen, einen grünen Talar der Steiermark bekommen hat als Zeichen für dieses Jubiläum. Hannes, zeig dich her, wo bist du? Da, alle, die es nicht sehen, 1. April. Ja. Aber vielleicht kommt dann auch der grüne Talar. Ja, die Aprilscherze, die passen heute 1. April recht gut zum Ostersonntag. Warum? Es gibt den uralten Brauch der Kirche von Risus Paschalis, dass am Ostersonntag die Leute ein wenig zu slochen haben in der Kirche, denn vom tiefsten theologischen Festgeheimnis her geht es ja letztlich darum, Christus hat den Tod besiegt. Wir Christen haben was zu lachen, können fröhlich sein und dem Tod ist das Lachen vergangen. Selig die Trauernden, sie werden lachen, heißt es bei Lukas. Ja, um diese erlösende Botschaft geht es am Ostersonntag. Nietzsche hat schon gesagt, würden die Christen erlöster aussehen, dann würden auch mehr Menschen an die Erlösung glauben. Nun, es ist nicht immer so leicht, erlöst reinzuschauen. Wenn du gerade mit dem Auto angeduscht bist oder wenn du im Wartesaal vom Krankenhaus auf und ab gehst und auf die Diagnose wartest, gutartig oder bösartig, es ist nicht immer so leicht. Oder wenn jetzt wieder die Schwiegermutter schimpft haben, wo auch immer.
das Erlöste reinschauen, aber wir wissen, was gemeint ist. Wenigstens soll es uns ab und zu gelingen, etwas von dieser innerlichen, österlich befreienden, erlösenden Botschaft rüberbringen. Ein Priesterseminar Regens, der die Geistlichen ausbildet, soll einmal gesagt haben, wenn ihr vom Himmel predigt, dann lasst euer Gesicht strahlen. Wenn ihr von der Hölle predigt, dann genügt euer normales Aussehen. Heute wollen wir ja vom Himmel erlöst predigen, auch 1. April, Ostersonntag, passt zusammen. Ich denke, die Ostergeschichte hatte für manche so geklungen wie ein Aprilscherz. Jetzt ist unser Chef, der Jesus, gestorben. Der Freundeskreis damals wird wohl gedacht haben, zwar nicht so im Sinne vom 1. April, aber das kann doch nur ein Scherz sein, ein leeres Grab. Der Engel am Grab schickt die Frauen nicht in den April. Der Engel am Grab schickt die Frauen zu den Jüngern mit der Botschaft der Auferstehung. Die Jünger wiederum werden vom pfingstlichen Geist auch geschickt, nicht in den 1. April, sondern hinaus in die Welt, um diese Botschaft der Auferstehung zu verbreiten. Und seither prägt dieser Osterglaube ganz massiv diese Christenheit. Kein Aprilscherz. Kein Aprilscherz hätte Dome, Kathedralen und Kirchen bauen können. Kein Aprilscherz hätte so wunderbare musikalische Meisterwerke komponiert, wie wir sie heute erleben dürfen. Kein Aprilscherz hätte über Jahrhunderte hindurch diese Kraft aufgewandt, dass Menschen ihr Herz auftun, den Kranken, den Leidenden, den Armen, den Benachteiligten. Der 1. April geht vorüber, aber Ostern bleibt. Der Scherz, die Unwahrheit, die vergeht. Die Wahrheit von Ostern hat Bestand. Auch wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo es schwer geworden ist, diese Wahrheit zu entdecken. Es zählen die Einschaltquoten, es zählen Politik, Wirtschaft und gesellschaftliche Einflüsse. Und bei dem vielen, was man liest, hört und sieht in den Medien, weiß man schon oft nicht mehr, ja, was ist denn noch wahr? Was ist die Wahrheit? Das Gleiche hat vor 2 Tagen in der Liturgie am Karfreitag Pilatus gefragt, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Sie steht vor ihm und er erkennt sie nicht. Vielleicht geht es auch uns manchmal so im Leben. Worauf kommt es denn an? Was ist die Wahrheit meines Lebens? Die Wahrheit, wir haben es gefeiert in diesen Tagen, die Wahrheit wird oft verspottet, verurteilt, die Wahrheit wird gegeißelt, die Wahrheit wird gekreuzigt, aber die Wahrheit des Ostermorgens bleibt. Sie wird siegen, dass Christus auferstanden ist. In diesem Sinn dürfen wir diese österliche Botschaft mit österlicher Freude verknüpfen und darf noch abschließen. Es soll sich zugetragen haben nach der Kreuzigung Jesu, dass der Nikodemus zum Josef von Arimathäa gekommen ist und gesagt hat, du, Josef von Arimathäa, du hast ja so ein schönes Felsengrab. Weißt du, der Jesus ist gestorben. Der Jesus ist gestorben. Wir brauchen ein Grab. Darauf sagt der Josef von Arimathäa, du, ich weiß schon, ich hätte da ein passendes Grab für den Jesus, aber ich habe eine große Familie und dieses Grab ist eigentlich für meine Familie reserviert. Worauf der Nikodemus gesagt hat, aber stell dich nicht so an, es ist eh nur fürs Wochenende. Amen.
zu Jesus Christus, der auferstanden ist und uns Friede und Freude schenkt, beten wir. Wir beten für unsere Kirche und für alle christlichen Gemeinschaften, dass in ihnen die Freude und die Hoffnung von Ostern sichtbar werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für jene Menschen, die nur an das glauben wollen oder können, was sie sehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle zu Ostern Getauften, dass sie im Glauben wachsen und Jesus lieben lernen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Pfarre, dass sie die Hoffnung Andersdenkender respektiert und nicht zerstört. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für jene Menschen, denen es nicht gut geht, dass sie ihre Hoffnung auf Besserung nicht in ihren Sorgen begraben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Verstorbenen, die auf ein ewiges Leben gehofft haben, dass sie am österlichen Mahl im Himmel teilhaben. Wir bitten dich, erhöre uns. Lebendiger, ewiger Gott, wir bitten dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir Gotteslob 331. Ist das der Leib, Herr Jesu Christ? Wir singen 3 Strophen.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, nimm die Gaben an, die wir in österlicher Freude darbringen, für das Opfer, durch das deine Kirche auf wunderbare Weise wiedergeboren und gestärkt wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mägde und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Amen.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in der Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Wilhelm und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch jener, die an diesem Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum neuen Leben geboren wurden, denen du alle Sünden vergeben hast. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihn ist dir Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir laden die Kinder ein, hier zu kommen. Danach singen wir zusammen den Vater unser. Großer Kreis. Vater unser, der Du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bitte dich für dich, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Amen.
Als Dankgesang singen wir Gotteslob 828. Der Heiland ist erstanden. Wir singen die erste, die dritte und die fünfte Strophe. Sie sind gebeten, kräftig mitzusingen. Der Chor singt einen Überchor. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche durch die österlichen Geheimnisse neues Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich darf Ihnen nun noch die Termine für die kommende Woche mitgeben. Morgen, Ostermontag, um 8.30 Uhr Heilige Messe und um 10 Uhr große Osterfamilienmesse mit Besuch des Osterhasen. Mitgestaltet von Volksschulkindern, Musik, Magic Music Spirit mit Kinderchor. Anschließend geht es in den Stadtpark zur Osternestelsuche. Am Dienstag 19 Uhr Heilige Messe, eucharistische Anbetung ab 18.30 Uhr. Am Donnerstag 8.30 Uhr Frauenmesse und am Samstag 9 Uhr Feel the Spirit Outdoor Day für Firmlinge. Der nächste Sonntag, das ist der Weiße Sonntag oder der Taufsonntag
um 8:30 Uhr Heilige Messe, um 10 Uhr Heilige Messe, um 11:15 Uhr Heilige Taufe und um 16 Uhr Viel Gott Jugendstunde, 19 Uhr Heilige Messe. Alle anderen Messen finden zu den gewohnten Zeiten statt. Der Kirchenmusikverein lädt Sie noch zu einem ganz besonderen Konzert ein, und zwar am 1. Juni gibt es ein Konzert mit dem Titel Come Lasses and Lads. Wir haben es heuer geschafft, das wirklich renommierte österreichische Spezialensemble für alte Musik, das Quadriga-Konsort, als Partner zu finden. Eine ganz außergewöhnliche Zusammenarbeit. Das Ensemble arbeitet normalerweise nicht mit Chören und macht hier eine ganz besondere Ausnahme. Freitag, 1. Juni um 19 Uhr in der Kirche Maria Lebing. Und falls Sie heute am Nachmittag irgendwo eingeladen sind und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, einen kleinen Osterhasen mitbringen möchten, gibt es dafür jetzt 3 wunderbare Gelegenheiten. Zum einen vielleicht Konzertkarten, die können Sie im Anschluss an die Messe draußen erstehen, das ist ein Vorverkaufspreis von 15 €. Oder noch von unserem Festkonzert vor 2 Jahren, 50 Jahre Kirchenmusikverein Hartberg, die Doppel-CD mit wunderbaren Werken von Bach bis Schütz und so weiter. Oder wer eine Kleinigkeit braucht, für die gibt es auch noch einen Bleistift, den kann man um 1 € erwerben, unterstützt damit die Arbeit des Kirchenmusikvereines hier in der Pfarre Hartberg. Und nachdem unser Kaplan so einen noch nicht hat, bekommt er jetzt einen. Und zwar der ist ganz besonders, der ist nämlich von mir höchstpersönlich eingeschrieben. Ja, ein herzliches Dankeschön für das kräftig gesungene Halleluja da hinten. Danke an den Chor des Kirchenmusikvereines und dem Orchester des Kirchenmusikvereines für diese wunderbare Aufführung der Missa Sexta unter der Leitung von Professor Hannes Steinwender. Herzliches Vergelt's Gott, danke. Ja, und der Herr Kaplan hat gesagt, ich soll auch noch sagen, danke, dass Sie alle hier waren, dass Sie so viele gekommen sind. Wir wünschen Ihnen einen schönen Ostersonntag noch, alles Gute. Ein Danke auch an die Kinder, an alle, die heute hier in den Dienst gehabt haben, auch in den Regieraum raus, an das Video, dem herzliches Vergelt's Gott. Danke. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. An diesem Tag, der geheiligt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. Amen. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm für euch Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja.